und habe mich dabei dann dazu entschlossen, hier auch mal das Röhrenbündel aufzumachen. Also wir müssen ja Entscheidungen treffen, weil sonst sind wir zu spät. Nachdem die Seewasserpumpe heute eingebaut war, habe ich den Motor noch mal 3 Stunden hier eingekuppelt am Liegeplatz laufen lassen. Wollen wir ein bisschen positiver sein? Ich bin total positiv. Ich lächle. Gestern habe ich ja noch mal einen Ölwechsel gemacht und habe mich dabei dann dazu entschlossen, hier auch mal das Röhrenbündel aufzumachen, weil wir den Motor zwischendrin bis auf 110 Grad hatten bei Volllast, wobei der Propeller auch bewachsen ist. Und man sieht jetzt hier schön da drauf, dass hier nicht nur irgendwelche Verkrustungen sind, sondern hier auch Seegras oder ähnliches dran hängt. Und das Röhrenbündel nehme ich heute raus. Das kann man hier rausziehen und legt das dann in Essigsäure ein und werde dann praktisch auch rückwärts mal mit dem Draht vorsichtig durchstoßen. Und dann baue ich das heute Nachmittag wieder zusammen. Das macht schon Sinn, hin und wieder mal zu gucken, wie das Röhrenbündel innen drin aussieht. Als ich das gestern geöffnet habe, ist das hier rausgekommen. Man sieht halt auch, dass hier Sand, Steine, Muschelablagerungen sind. Und das ist natürlich auch gut, wenn das mal rauskommt. Also das ist jetzt Essigessenz, was ich damit reingegeben habe. Und man sieht an der Blasenentwicklung und an dem Schäumen kann man erkennen, dass jetzt da eine Reaktion stattfindet. Essig zersetzt Kalk. Deswegen dürfte heute Nachmittag dann die ganzen Bestandteile aufgelöst sein, und dann schiebe ich mir noch mit dem Draht einmal durch die Röhrchen durch und dann kann ich es wieder einbauen. Hola. Xavi? Hola. ¿Es Xavi aquí? Me guardo al frente. Ok. Él tiene mi pompa de Roboter. No tengo idea. Okay. ¿Qué necesitas? Okay, so Xavi hat meine Frischwasserpumpe fertig, die Seewasserpumpe, und die liegt schon auf dem Boot, hat er mir rübergebracht. Das heißt, ich kann die heute noch einbauen. Also wir müssen ja Entscheidungen treffen, weil sonst sind wir zu spät, dann sind wir schon wieder im Juli. Und ich habe jetzt entschieden, ich werde über Xavi die Zylinderkopfdichtung bestellen. Da kriege ich am Montag ein Angebot, und ich habe ihn gerade gefragt, ob er mir helfen würde, wenn ich entscheide, das selbst zu machen. Also wenn ich eine Frage habe, ob er mir dann über die Schulter guckt. Also betreutes Schrauben sozusagen. Und hat er mir freundlicherweise zugesagt. Und das fühlt sich dann schon deutlich besser an. Also mal sehen. Und irgendwo hier auf dem Weg hat unser tolles Mikro einfach mal beschlossen, den Dienst zu quittieren, und ist leider kaputt gegangen. Ab jetzt habt ihr eine etwas schlechtere Tonqualität. Wir können es im Moment nicht ändern.
Wir waren jetzt in der Stadt und haben noch ein paar Besorgungen gemacht und Eis gegessen und so. Und jetzt auf dem Rückweg sind wir bei Xavi vorbei, denn der hatte ja, habt ihr im letzten Video gesehen, an der Frischwasserpumpe rumgeschraubt, an der Seewasserpumpe, weil er festgestellt hat, dass einer der Simmerringe kaputt ist. Und diese hier ist so konstruiert, dass das Wasser, wenn es austritt, nach unten abtropft. Das heißt, im Normalfall läuft es nicht nach innen, aber wenn es dann länger tropft, kann es natürlich an der Achse nach innen laufen. Und ich habe ihn deswegen gebeten, ich habe versucht, diese Dichtringe zu bestellen, aber hier in Barcelona wollte mir irgendwie keiner helfen. Ich habe 3 Läden abtelefoniert und deswegen habe ich Xavi gebeten, ob er mir das bitte macht. Und der hat das jetzt in 2 Tagen gemacht. Der hat jetzt Dichtringe von Japsko bestellt, die da auch reinpassen, finde ich großartig. Also er hat sie mir sogar lackiert. Und jetzt kann ich die heute Abend noch einbauen, dann können wir morgen eine Probefahrt machen. Aber zuerst muss natürlich das Röhrenbündel wieder eingebaut werden. Also das ist jetzt, was beim zweiten Mal noch rausgekommen ist. Man sieht eben, dass bei den... Man kann eben sehen, dass bei diesen Kalkverkrustungen, wenn die erstmal da sind, dass sich dann auch Sand und Steine reinsetzen. Und das Röhrenbündel ist jetzt komplett sauber. Also es sind keine Kalkverkrustungen mehr drin. Also wenn ich hier so durchpeile, kann ich durch jedes Rohr durchgucken und jedes Rohr ist sauber. Glänzt auch innen. Und deswegen spüle ich das jetzt nochmal mit sauberem Wasser durch und dann kann ich es wieder einbauen. Und dann sollte das auch deutlich dazu beitragen, dass die Motortemperatur runtergeht, weil hier vorne, was hier noch liegt, diese ganzen Steine und hier solche Sachen, das sind eben die Reste von dem Kalk. Und da kann man sich auch vorstellen, dass wenn sowas eben in so einem Röhrchen drin sitzt und dann noch ein Steinchen davor sitzt oder ein Stück Muschelschale, dass eben dann nicht mehr viel Wasser durchgeht und deswegen die Kühlleistung auch abnimmt. Das Röhrenbündel sitzt hier in dem Wärmetauscher drin und der Wärmetauscher ist dafür zuständig, dass das kalte Seewasser, was hier reinströmt und durch das Röhrenbündel strömt, die Kühle an das heiße interne Kühlwasser vom Motor weiterzugeben. Und deswegen gibt es dieses Röhrenbündel. Durch das Röhrenbündel fließt das Seewasser durch und außen am Röhrenbündel strömt praktisch der innere Kühlkreislauf durch und so funktioniert das eben. Ich habe jetzt den Zusammenbau nicht mehr gefilmt, das wäre, glaube ich, ein bisschen zu weit gegangen. Wir sind ja kein Technikkanal, sondern ein Segelkanal. Also es reicht, wenn man weiß, dass das dahinter sitzt. Das ist nichts Großes, das kann man wirklich gut selber machen. Man muss vorher den internen Kühlkreislauf leeren und auch den externen Kühlkreislauf. Das war bei mir hier, das Seewasser lässt man hier ab. Steht aber alles im Handbuch, wer ein Handbuch hat, ist da gut bedient. Und das ist jetzt soweit fertig. Probefahrt können wir dann machen, die zweite Probefahrt, sobald die Seewasserpumpe auch wieder da ist. Hier haben wir die Seewasserpumpe und da soll sie hin. Das ist die Seewasserpumpe, die saugt Seewasser an. Hier ist die Impellerpumpe und drückt das hier in den Wärmetauscher rein und da wird dann in den inneren Kühlkreislauf die Wärme übertragen oder die Kühle. Und hier dazwischen war dieser Schlauch hier und der war undicht. Da hatte ich schon dieses selbstverschweißende Band drumherum gewickelt. Das hat zwar funktioniert, aber ich habe mich um einen neuen Schlauch bemüht. Und den hier, da hatte ich euch die Geschichte ja erzählt, wie wir den gekauft haben. Also er passt. 9 € statt 47.
Hier noch ein paar Bilder vom laufenden Motor, vom Testlauf. Mit dem Blatt Papier über dem Öleinfüllstutzen wollte ich sichtbar machen, wie stark hier ein Druckausgleich aus dem Kurbelwellengehäuse stattfindet, weil das könnte ein Indikator sein, dass wir Abgase an den Kolben vorbei in das Kurbelwellengehäuse bekommen. Aber die Bewegung war so gering, dass wir das ausschließen können. Und dabei ist mir auch aufgefallen, dass an der Welle, am Getriebe unterhalb von Wellengenerator ein Pfeifen auftritt, was ich erstmal dem Getriebe zugeordnet habe und was mich erstmal sehr besorgt hat, weil die Getriebe gibt es nicht mehr zu kaufen und Geräusche im Getriebe sind nie gut. Nachdem die Seewasserpumpe heute eingebaut war, habe ich den Motor noch mal 3 Stunden hier eingekuppelt am Liegeplatz laufen lassen, um ihn noch mal richtig auf Temperatur zu bringen. Und jetzt mache ich noch mal einen Ölwechsel. Also das Öl sieht vollkommen normal aus. Also hier ist ein bisschen Wasser dran. Das hatten wir das letzte Mal auch schon. Also der Kühlmittelstand ist leicht gesunken. Der ist 2,6 cm unter dieser Kante hier. Aber ich kann jetzt nicht beurteilen, ob das durch die Ausdehnung ist. Ich denke, ich werde das einfach nochmal wiederholen und dann damit weiterfahren. Dann kann ich das ein bisschen näher einschätzen. Also für mich sieht das Öl vollkommen normal aus. So, jetzt kommt noch der Ölfilter dran.
Wir haben das Wasser im Öl festgestellt und haben danach direkt einen Ölwechsel gemacht. Dann sind wir 4 Stunden unter Motor gefahren und haben nochmal einen Ölwechsel gemacht. Beides Mal, das erste Mal nicht mit Filterwechsel, da habe ich ihn nur leer laufen lassen. Das zweite Mal mit Filterwechsel. Und heute habe ich den insgesamt dritten Ölwechsel gemacht. Auch wieder mit einem neuen Filter. Das heißt, ab jetzt zählt es sozusagen, mal zu sehen, was passierte mit dem Motor eigentlich. Und was mich aber positiv stimmt, heute habe ich ja hier oben an dem Nockenwellengehäuse diese Schraube hier rausgedreht. Und da kam also nur Motoröl raus und kein Schaum. Das macht mich schon mal positiv und dann ja, werden wir sehen, was die nächsten Tage passiert. Naja, morgen gehen wir raus Ja. zum Fahren, oder? Ja, Bleibt dabei. auf jeden Fall. Wie sah es aus? So. Ja, Also da war Saft vorher drin, von daher, aber es ist eindeutig Öl und nicht irgendwie schaumig oder ein Gemisch oder sowas. aber klar ist es nicht. Nee, muss es auch gar nicht. Also, Muss es nicht? nee. Das ist bräunlich, weil Motoröl normalerweise bräunlich ist. Also da oben ist ja das andere, guck mal. Da stehen ja die anderen. Da steht der erste und der zweite Ölwechsel. Ne? Gut. Jetzt bin ich gespannt. Ja, ich auch. Wollen wir ein bisschen positiver sein? Ich bin total positiv. Ich lächle. Okay, wir sind jetzt positiv. Jetzt klappt's. Ja? Ich hab Angst. Ich gehe wieder. Also hier sind nochmal die Ölwechsel zum direkten Vergleich. Das war der erste, also gräulich, eindeutig. Das war der zweite Ölwechsel, schon deutlich Öl und kein Wasser. Und das ist der von heute, auch eindeutig Öl. Jo, mal sehen. Morgen Testfahrt und werden wir sehen, was passiert.